Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich dieses abstrakte Gemälde mit ganz viel Struktur und goldenem Blattmetall gemalt habe. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Stefanie Katharin und ich mache hier Videos über meine Kunst und wie ich meine Gemälde so anfertige und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als erstes habe ich hier diese Strukturpaste von Sostrine Grene. Die benutze ich immer ganz gerne. Wenn ich mal in der Stadt bin, dann nehme ich mir mal so ein Päckchen davon mit. Dann habe ich einen Silbersand gekauft von Bösner und das vermische ich jetzt beides zusammen einfach direkt auf der Leinwand. Wenn ihr euch dafür interessiert, was ich jetzt genau verwendet habe, dann schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung, da steht eigentlich immer alles drin. Hier musste ich jetzt noch mal eine neue Packung anbrechen von dieser Strukturpaste, weil die eine natürlich nicht ausgereicht hatte. Da war nur noch so ein bisschen drin. Und ja, ihr seht ja, dass ich das hier einfach direkt auf der Leinwand schön zusammenmische. Ist eben einfach die bequemste Variante, wenn man das so macht. Man kann es natürlich auch schon vorher anmischen, aber so sehe ich immer genau, wie viel ich brauche und kann das dann anpassen. So, hier seht ihr auch noch mal einmal meine Acrylfarben, die ich benutzt habe. Es sind jetzt nicht alle da drauf, aber ich habe sie euch, wie gesagt, in der Infobox reingeschrieben. Und das ist jetzt erstmal für den Anfang meine Farbpalette. Und ich mische aber meistens zwischendurch auch immer noch ein bisschen dazu. Ich fange wie immer an mit einem gebrannten Umbra. Ich finde, das verteilt sich immer am schönsten, wenn nichts noch weiter drunter ist. Dann sieht man so richtig die Strahlkraft von dieser Farbe. Und dann gebe ich hier den gelben Ocker dazu. Und dann folgen ganz viele andere Farbtöne, zum Beispiel das Process Magenta und das Cadmiumgelb, und das mische ich dann einfach so zusammen. Wie ihr seht, entsteht da ja auch nochmal so ein anderer Ockerton. Also ich möchte halt eine schöne Farbenvielfalt haben, weil es ja ein recht monochromes Bild werden soll. Es soll ja so ganz warm aussehen und golden und es soll ja aber trotzdem ein bisschen interessant wirken. Deswegen mache ich da immer so viele Farben rein, wie es geht, und halte halt das Bild allgemein recht schlicht und mache halt auch viel Beige und viel Weiß dann noch dazu. Aber das kommt natürlich später dann. Diese Stelle ist ja jetzt mein Hauptfokus und deswegen möchte ich da so viele Farbtöne drin haben wie möglich, die so konzentriert an einem Fleck sind. Und jetzt fange ich einmal an, die etwas größere Fläche zu gestalten und da kommt halt ganz viel Beige und so dazu. Wenn das Ganze ein bisschen zu grünlich oder so geworden ist, dann kann man auch immer noch mal gut so ein venezianisch Rosa mit reingeben. Das ist so ein richtig schönes, warmes Rosa. Und dann ergibt sich auch wieder so ein Zwischenton zusammen mit dem Beige und so. Also da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen austoben und das mal einfach ausprobieren, wie das so bei euch auf der Leinwand wirkt. Aber es sind halt sehr schöne Zwischentöne, finde ich immer.
Der obere Teil soll ein bisschen heller werden als der untere, deswegen habe ich da noch mein Titanweiß mit reingegeben. Und ich habe hier noch so eine richtig schöne Farbe, die heißt Dünen von Lucas Acrylic oder Acrylic, da steht irgendwie nur Acrylic drauf, na egal. Jedenfalls alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung und das ist einfach so ein richtig toller Strand-Sandfarbton und ja, mega schön. Also ich glaube, das wird meine neue Lieblingsfarbe. Nachdem ich das jetzt alles drauf gepinselt habe, habe ich hier nochmal mein Malmesser, dieses ganz große. Und damit kreiere ich jetzt diese schöne, typische Struktur, die ich ja immer gerne in meine Bilder reinbringe. Ja, ich finde, das sieht einfach super aus. Und am Ende gehe ich dann auch noch mal mit diesem kleineren Malmesser rein, einfach damit man um diesen Hauptfokus herum so ein bisschen mehr Struktur noch hat als auf den großen Flächen. Da kann man irgendwie dann noch etwas feiner mitarbeiten.
Das Bild sollte jetzt einmal komplett durchtrocknen, weil ich als nächstes nämlich mein Blattmetall auftragen möchte und dafür brauche ich eine komplett trockene Fläche. Ich habe jetzt hier meine Schnellanlegemixtion. Das ist der Kleber, den man braucht für Blattmetall. Und die trage ich jetzt erstmal hier ganz satt auf die Stellen, wo ich später das Gold haben möchte. Ich habe dann von der Anlegemixtion auch noch so ein bisschen drauf gesprenkelt, einfach weil ich in dem Bereich drumherum, also um diesen Fokuspunkt herum, auch ein bisschen Gold noch haben möchte. Einfach so kleine Goldschimmer und dadurch klappt es immer ganz gut. Jetzt muss ich ungefähr 25 Minuten warten, bis der Kleber angetrocknet ist und dann kann ich mir schon mein Blattmetall nehmen und das erstmal anlegen. Die überschüssigen Partikel sauge ich wie immer mit meinem Staubsauger weg. Und Leute, das ist das fertige Gemälde. Ich habe es Honey-like genannt, weil ich finde, dass es einfach aussieht wie so ein honigartiger Horizont. Es ist ja ein Motiv, was ich wirklich schon sehr häufig gemalt habe, auch in anderen Formaten schon und so. Aber es ist einfach trotzdem immer einzigartig und ich liebe das einfach. Ein richtig schönes, warmes Bild, trotzdem minimalistisch und irgendwie schlicht. Da kann man einfach nicht genug von kriegen. Dieses Motiv ist einfach wunderschön. Lasst mir doch sehr gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich freue mich auf jeden Fall auch über eure Kommentare. Und dann sage ich jetzt erstmal wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.